Dieser, mit Verlaub, schattige, übelriechende Nährboden von allgemeiner Verantwortungslosigkeit bei frei verfügbarer Staatsknete. NGOs als Tarnorganisationen dazu nutzen, um verschleiert Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse zu nehmen. NGOs verbreiten im Auftrag des Staates Propaganda, Klimakatastrophe über antimuslimische Prozesse. Angriffe auf die Zivilgesellschaft haben gerade Hochkonjunktur. Mit der Wahrheit haben die meistens nicht viel zu tun. Mit den Interessen von Konzernen, Superreichen und mächtigen Lobbyverbänden schon mehr. In diesem Augenblick versucht eine breite Allianz aus rechten und konservativen PolitikerInnen, Medien und Lobbyverbänden die demokratische Zivilgesellschaft aus der Politik zu drängen. Sie greifen kritische NGOs und Initiativen an, wollen ihre Finanzierung beschneiden und sie zum Schweigen bringen. Wir haben uns mal genauer angeguckt, wer hinter dieser Kampagne steckt, mit welchen Strategien und auf welchen Ebenen sie in Deutschland und der EU operieren, wer ihre Vorbilder aus den USA sind und was für unsere Gesellschaft auf dem Spiel steht. Aber worum geht's überhaupt? Zivilgesellschaftliche Organisationen vertreten verschiedene Interessen aus der Gesellschaft und tragen sie unabhängig von der Regierung an die Politik heran. Dazu zählen Vereine, Initiativen und Nichtregierungsorganisationen, also NGOs. Wir alle wollen, dass wir und unsere Interessen gehört werden, auch wenn wir nicht die Zeit haben, uns den ganzen Tag damit zu beschäftigen. Auch superreiche und mächtige Wirtschaftskonzerne wollen, dass ihre Interessen gehört werden. Das ist auch okay. Es gibt aber ein massives Ungleichgewicht, was diese Interessensvertretung angeht. Die Wirtschaftslobby ist allen anderen bei Weitem überlegen. 81 der 100 finanzstärksten Lobbyakteure in Deutschland kommen aus der Wirtschaft. Bei den Umweltverbänden, die gerade besonders im Visier stehen, fällt der Vergleich noch extremer aus. Und das ist ein Problem, denn die Interessen von großen Konzernen decken sich oft nicht mit dem Gemeinwohl, stehen häufig sogar dazu im Widerspruch. Zum Beispiel, wenn die Tabakindustrie Zigaretten als gesund bewirbt. And according to this nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Try Camels yourself, the cigarette so many doctors enjoy. Oder Öl- und Gaskonzerne die Klimakrise anzweifeln, um ihre klimaschädlichen Geschäftsmodelle zu erhalten. Ein Lobbyist des amerikanischen Öl- und Gasriesens ExxonMobil hat das in einem geleakten Interview mal so beschrieben. Did we aggressively fight against some of the science? Yes. Did we join some of these shadow groups to work against some of the early efforts? Yes, that's true. You know, we were looking out for our investments. We were looking out for our shareholders. Bei der demokratischen Zivilgesellschaft ist es genau andersrum. Sie setzt sich von Umweltschutz über Verbraucherschutz bis hin zur sozialer Gerechtigkeit für die Anliegen eines großen Teils der Gesellschaft ein. Im Vergleich zu großen Konzernen hat sie dafür aber kaum Geld zur Verfügung und ist auf Spenden oder finanzielle Förderung angewiesen. Es herrscht also ein massives Ungleichgewicht. Trotzdem hat die Zivilgesellschaft in den vergangenen Jahren durchaus gezeigt, wie stark sie sein kann. Zu Protesten gegen die gemeinsame Abstimmung von CDU und AfD sind Anfang des Jahres Millionen von Menschen auf die Straße gegangen. Und auch auf EU-Ebene haben NGOs in den vergangenen Jahren, zum Beispiel beim Green Deal, mit Hunderttausenden Menschen politisch Druck gemacht, um ein Mindestmaß an Klimaschutz auf den Weg zu bringen. Autoritären PolitikerInnen und einigen Lobbyverbänden ist dieser Einfluss von Menschen ohne großes Lobbybudget auf die Politik offenbar ein Dorn im Auge. Sie wollen scheinbar, dass diese Graphen nicht nur so aussehen, sondern so. Natürlich gibt es auch Unternehmen und Verbände, die die Zivilgesellschaft unterstützen. Aber die aktuelle Kampagne zeigt, dass viele von ihnen gemeinsam mit PolitikerInnen der AfD und Union aktiv daran arbeiten, die demokratische Zivilgesellschaft aus der Politik zu drängen, damit sie ihre Macht endlich ungestört und ohne Widerspruch aus der Gesellschaft ausüben können. Was sie dabei gar nicht gebrauchen können, ist Aufmerksamkeit. Die geben wir ihnen jetzt. Die Antizivilgesellschaftskampagne lässt sich auf 3 Ebenen aufteilen. Die erste ist die Politik. Und da fällt immer wieder ein Name. Nicht der von Franz Josef Strauß, aber der seiner Tochter. Sie heißt mittlerweile Monika Hohlmeier und sitzt als Abgeordnete für die CSU im Europaparlament. Sie blickt bereits auf eine ziemlich lange Liste an politischen Skandalen zurück. Auch im Zusammenhang mit Jens Spahns Maskenaffäre taucht ihr Name immer wieder auf. Jetzt hat sie den NGOs den Kampf angesagt. Anfang 2025 behauptete sie zusammen mit anderen Abgeordneten rechter und konservativer Parteien im EU-Parlament Geheimverträge eingesehen zu haben. Aus denen ging angeblich hervor, die Europäische Kommission habe Umweltverbände damit beauftragt, Lobbyarbeit für ihre Umweltpolitik, insbesondere für den Green Deal, zu betreiben.
Das wurde ziemlich schnell widerlegt. Umweltverbände bekommen genau wie viele Unternehmen und Lobbyverbände auch Fördergelder von der EU. In ihrem Auftrag handeln sie deswegen natürlich nicht. Mit Zuschüssen an NGOs versucht die EU, das massive Ungleichgewicht zwischen Wirtschaftslobby und Zivilgesellschaft ein kleines bisschen auszugleichen und NGOs die Beteiligung am politischen Prozess zu ermöglichen. Geheim ist daran nichts. Wer genau die Geschichte über geheime Verträge zwischen Umweltorganisationen und der EU erfunden hat, ist bislang unklar. Hohlmeier ist jedenfalls zur Wortführerin der Anti-NGO-Kampagne auf EU-Ebene geworden. Das tut sie in erster Linie aus politischen Gründen, nämlich um den Einfluss von NGOs zu schwächen und sie von ihrer politischen Arbeit abzuhalten. Bei Hohlmeier lohnt sich möglicherweise aber auch noch ein Blick auf ihren Nebenverdienst. Denn neben ihrem Mandat sitzt sie im Aufsichtsrat des Agrarkonzerns BayWa und bekommt dafür 75.000 € im Jahr. BayWa wurde vor kurzem wegen illegaler Preisabsprachen zusammen mit anderen Agrarhändlern auf 200 Millionen € Schadensersatz verklagt und vertreibt umweltschädliche Pestizide. Der Konzern hat also ein Interesse daran, kritische Stimmen aus der Gesellschaft ruhig zu stellen. An dem Fall zeigt sich auch das massive Ungleichgewicht zwischen Wirtschaftslobby und NGOs. Denn die Sache wurde für Hohlmeier und BayWa nochmal unangenehm. Im Zuge der Debatte stellte sich nämlich heraus, dass BayWa selbst 6,5 Millionen € aus genau dem EU-Fonds, aus dem auch die von Hohlmeier kritisierten Umweltorganisationen Gelder bekommen, erhält. Das ist fast das 10-fache von dem, was Umweltverbände beantragen können. Congratulations, you played yourself. Während die Debatte um NGOs in Brüssel hochkochte, geschah in Deutschland Ähnliches, aus einem ganz anderen Anlass. Im Januar gingen in Deutschland Millionen von Menschen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen auf die Straße, um gegen Merz Wortbruch und seine Entscheidung, einen Antrag gemeinsam mit Rechtsextremen durchzudrücken, zu demonstrieren. Ich suche in diesem Deutschen Bundestag keine anderen Mehrheiten als die in der demokratischen Mitte unseres Parlaments. Mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht. Wenn es hier heute eine solche Mehrheit gegeben hat, dann bedauere ich das. Genau wie Hohlmeier auf EU-Ebene haben die Unionsparteien auch in Deutschland durch den Widerspruch aus der Gesellschaft offenbar ihre Macht in Gefahr gesehen. Anstatt sich mit der Kritik auseinanderzusetzen, griffen PolitikerInnen von CDU und CSU zivilgesellschaftliche Organisationen an. Ganz nach dem Trump-Playbook bemühten sie dabei Verschwörungserzählungen über einen vermeintlichen Deep State. Diese Angriffe haben schon jetzt reale Folgen. Klagerechte von Umweltverbänden sollen beschnitten werden. Initiativen gegen Rechtsextremismus verlieren ihre Förderung. Menschen, die sich für ihre Rechte und Demokratie einsetzen, werden massiv unter Druck gesetzt. Praktischerweise musste die Union die Verschwörungserzählung von einem Deep State in Deutschland aber gar nicht selbst erfinden. Und damit kommen wir zur zweiten Ebene im Kampf gegen Meinungsäußerungen aus der Zivilgesellschaft, den Medien. Das ist Frank Gotthard. Er lässt sich hier von einem seiner eigenen Fernsehsender interviewen. Sein Vermögen beträgt mehrere 100 Millionen €. Davon spendet er immer wieder größere Summen, unter anderem an die CDU. Auch im Wirtschaftsrat, einem CDU-nahen Lobbyverband, ist er Mitglied, war viele Jahre sogar im Vorstand. Aber sein mit Abstand wichtigstes politisches Projekt ist das ultrarechte Online-Medium News, das er 2023 gegründet hat und in das er Schätzungen zufolge seitdem um die 50 Millionen € investiert hat. Für die Chefredaktion engagierte Gotthard noch im selben Jahr den ehemaligen Chefredakteur der Bild, der dort kurz zuvor aus verschiedenen Gründen entlassen worden war. Gotthards superreichen Projekt verfolgt dabei ein ganz ähnliches Ziel wie die Konservativen und Rechten in Brüssel. News erfindet oder bauscht immer wieder Geschichten auf, die für Empörung und Wut sorgen sollen. Um die überbordende Macht von Superreichen und die von ihnen bezahlt werden, geht's dabei aber nie. News hat vielmehr die Funktion von denen, die wirklich Macht haben, abzulenken. Weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen! Bitte gehen Sie weiter! In der Praxis sieht es dann so aus. Im Juni 2025 veröffentlichte News ein Video mit dem Titel »Der NGO-Komplex«. In über einer Stunde soll darin die große Verschwörung der Zivilgesellschaft aufgedeckt werden. Im Video zeigt eine Mitarbeiterin von News dann zum Beispiel eine Fahrradwerkstatt, in der Menschen gemeinsam Spendenfahrräder reparieren, oder ruft bei einer Beratungshotline zu Verschwörungsdenken an. Für News offenbar ein Beweis für die Übermacht von NGOs. Im gleichen Jahr spendeten übrigens allein Frank Gotthard und seine Ehefrau fast 400.000 € an CDU und FDP. Zu Wort kommen im Video vor allem MitarbeiterInnen von News, aber auch einige andere Personen, die später nochmal interessant werden. Auch die Springer-Zeitung Welt spielt unter dem Milliardär und für Trump betenden Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner eine zentrale Rolle in der Kampagne gegen die Zivilgesellschaft. Nur 3 Tage vor der Veröffentlichung des Newsfilms schrieb plötzlich auch die Welt von geheimen Verträgen in der EU. Zitiert wurde dabei natürlich Monika Hohlmeier, die einfach nochmal die Geschichte vom Beginn des Jahres erzählte,
Das Problem dabei, ein anderes Springer-Medium, Politico, hatte Hohlmeiers Behauptungen in der Zwischenzeit auf Fakten überprüft und widerlegt. Warum die Welt dann also genau zu diesem Zeitpunkt eine von den eigenen Kollegen widerlegte Geschichte brachte? Und bei dem einen Artikel blieb es natürlich nicht. Die Welt eröffnete ihre Kampagne, feuerte einen Artikel nach dem anderen raus und sorgte dafür, dass auch andere Medien auf den Zug aufsprangen. Es ist schon auffällig, dass News und Welt fast gleichzeitig ihre große Kampagne gegen NGOs starteten. Aber nicht nur das. Denn Medien und PolitikerInnen reichten offensichtlich noch nicht aus im Kampf gegen die Zivilgesellschaft. Und damit kommen wir zur dritten und letzten Ebene. It's a really exciting time to be in our business because we're helping actually to shape the future reality. Das ist Richard Edelman. Er ist CEO einer internationalen PR-Agentur, die eine ganz besondere PR-Strategie perfektioniert hat. Das AstroTurfing. Dabei gründen PR-Leute und LobbyistInnen für große Konzerne Fake-Initiativen oder NGOs, die so aussehen sollen, als ob sie die Meinungen und Interessen der Zivilgesellschaft vertreten. I would like the other side to hear my story and know what great things I've seen this industry do. We need those people to go out there and represent us. Energy citizens are all of us. I'm Conrad Hopp. I am Brad Tidd. I am Lindsay Scappard. And I am an energy citizen. Die Energy Citizens entwickelte Edelmans Agentur für die Öl- und Gasindustrie. Wirken sollen die wie eine vermeintliche Graswurzelorganisation, in der sich ganz normale Menschen zum Beispiel dafür aussprechen, Land für die Öl- und Gasförderung freizugeben. Bezahlt wurden die Energy Citizens aber von der amerikanischen Öl- und Gasindustrie. Edelmans PR-Agentur ist eine der größten weltweit und beschäftigt um die 6.000 MitarbeiterInnen. Einer von ihnen war Christian Mertin. Heute ist Mertin Leiter für Corporate Communications beim Chemie- und Pharmakonzern Bayer. Und er ist Gründungsmitglied einer Initiative, die sich im Mai 2025, etwa 2 Wochen vor Beginn der Anti-NGO-Kampagne von News und Welt gegründet hat. Sie nennt sich Initiative Transparente Demokratie. Aber warum interessiert sich der Leiter für Corporate Communications von Bayer für Transparenz und Demokratie? Um das zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die anderen Mitglieder der Initiative. Da ist zum Beispiel Hasso Mansfeld, der vorher als PR-Berater für die Chemie-, Tabak- und Glücksspielbranche gearbeitet hat. Oder Ludger Wess, er ist Mitinhaber einer PR-Agentur, die Unternehmen aus der Pharma- und Biotechnologiebranche berät, um ihren Ruf zu verbessern. Da sind auch noch Thorsten Alsleben und Karl-Viktor Wachs, Geschäftsführer und Head of Communications der INSM. Die INSM ist eine PR- und Lobbyorganisation, die von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie, zu der auch die Automobilindustrie gehört, finanziert wird. Sie fällt immer wieder mit einseitigen und irreführenden Kampagnen auf, mit denen sie versucht, die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Auch Christina Schröder, die ehemalige CDU-Familienministerin, und Josef Franz Lindner werden auf der Website als offizielle UnterstützerInnen genannt. Beide sind sowas wie alte Bekannte. Sie tauchen nämlich auch als Expertinnen in dem kurz nach Gründung der ETD veröffentlichten Film von News auf. Und auch auffällig: In dem Auftaktartikel der Anti-Zivilgesellschaftskampagne der Welt wird nicht nur Monika Hohlmeier interviewt, sondern auch ein Sprecher der Initiative Transparente Demokratie, Oliver Luksic. Der ist ehemaliger FDP-Politiker und war Staatssekretär im Verkehrsministerium. Er war selbst in einen Lobbyskandal verwickelt und wurde damals von Lobby Control zum Rücktritt aufgefordert. Dass die Initiative Transparente Demokratie gerade erst gegründet wurde, wird in dem Weltartikel nicht erwähnt. Dabei hätte das die Redaktion der Welt eigentlich wissen müssen, denn gerade erst hatte deren Vorstandsvorsitzende die neu gegründete Initiative in einem Gastbeitrag in der Welt vorstellen dürfen. Wenn man sich diese Initiative genauer anguckt, fällt auf, dass ihr Name und ihre Aufmachung anderen NGOs ganz schön ähnlich sieht. Das ist kein Versehen. AstroTurfing-Kampagnen versuchen immer, ihre Gegenseite nachzuahmen und die Menschen so lange zu verwirren, bis niemand mehr weiß, wem man überhaupt noch glauben kann. Konzerne und ihre Lobbyverbände haben unglaublich viel Geld. Gleichzeitig wollen viele PolitikerInnen, vor allem von Union und AfD, ihre Macht ausbauen, indem sie die demokratische Zivilgesellschaft Stück für Stück aus der Politik drängen. Gemeinsam können sie viel Schaden anrichten. Nicht nur an unserer Demokratie, sondern auch in unserem täglichen Leben, wenn unsere Rechte als ArbeitnehmerInnen aufgeweicht werden, uns gesundheitsschädliche Produkte verkauft werden oder Klimaschutz verhindert wird. Um darauf aufmerksam zu machen und das zu verhindern, sind NGOs so wichtig. Und deshalb sind sie Konzernen und Superreichen offensichtlich auch so sehr ein Dorn im Auge. Gemeinsam können wir dagegenhalten. Für eine gerechte Mitsprache,
für eine transparente und ausgewogene Beteiligung.